Ja, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. In meiner kleinen Videoreihe möchte ich euch verschiedene Planungstools vorstellen. Heute sind wir bei Garmin Connect. Garmin bietet auch die Möglichkeit, Strecken zu planen. Und ich werde das Ganze heute mal auf dem PC machen. Ich werde dann in meinem späteren Video auch mal zeigen, wie das Ganze auf dem Handy funktioniert. In diesem Fall ist dieses Tool, ja, sobald ihr eine Uhr habt, beziehungsweise wenn ihr euch bei Garmin Connect anmeldet, steht euch das Tool zur Verfügung und ihr könnt es direkt nutzen. Aber ich würde sagen, wir quatschen nicht viel, wir fangen jetzt einfach direkt an. Ja, um das Planungstool aufzurufen, müsst ihr einfach hier unter Training und dann auf Strecken gehen. Dann habe ich noch die Möglichkeit, neben den Karten angucken, kann ich mir hier auf der linken Seite auch sagen, hier Strecken in meiner Nähe. Hier sehe ich dann schon, wenn ich hier draufklicke, verschiedene Mountainbike-Strecken, die hier dagegen gefahren worden sind. Zum Beispiel sind hier Geo-Naturpark Bensheim. Wenn ich dann draufklicke, bekomme ich hier direkt eine Strecke angezeigt. Ich mache jetzt einfach mal die Heatmap aus. So, die kann man hier links ausschalten. Und dann sehen wir jetzt hier schon zum Beispiel, das ist jetzt die Geo-Naturpark Bensheim 1 Strecke, also BE1. Das ist eine ausgeschilderte Mountainbike-Strecke. Und dann sehen wir hier das Höhenprofil. Dann kann ich hier den Höhenunterschied sehen und die Strecke, also 20,43 Kilometer. Ja, und dann kann ich mir direkt das hier anschauen, wie das hier Ganze verläuft. Das ist eine Möglichkeit, das finde ich eigentlich ganz toll, wenn man so ein bisschen was entdecken möchte und nicht weiß, was will ich heute machen und man ist so in der Gegend oder man ist ja auch ganz fremd, kann ich direkt sagen, hier komm, ich möchte die Strecke fahren, das ist schon mal einer gefahren oder hat es einer geplant und entsprechend kann ich hier die Strecke auswählen. Ich habe in der rechten Seite die Möglichkeit, mir die Herekarten anzuzeigen, einmal Satellit und Gelände. Dann habe ich die Möglichkeit, hier Google Maps anzuzeigen und hier auch auf Satellitgelände zu gehen oder als letztes OpenStreetMap. Und OpenStreetMap ist für mich eigentlich die Map, die ich tatsächlich nutze, weil hier die meisten Details sind. Hier habe ich alle Wege auch im Wald mit drin, auch die Trampelpfade so ein bisschen, also Trampelpfade in Anführungszeichen, die Trails, sehe ich hier auch ein bisschen abgebildet. Natürlich bin ich jetzt hier als Radfahrer unterwegs und leider sind auch hier nicht so wirklich die Trails so richtig nummeriert, also für Radfahrer. Aber es ist immerhin schon mal besser als gar keine Anzeige. Also wenn ich heute mal an Strava erinnert, da war ja nichts, kaum, also sehr, sehr spärlich angezeigt. Hier sind auf jeden Fall die Details viel, viel größer. Ja, aber ich möchte jetzt einfach mal eine Strecke erstellen und hier jetzt nicht Strecke in der Nähe suchen. Dann sage ich einfach jetzt auf Strecke erstellen. Und dann sage ich hier einfach OpenStreetMap verwenden und wähle hier Mountainbike aus, sage hier benutzerdefinierte Strecke. Ich kann mir natürlich auch noch eine Rundtour aussuchen. Das heißt, ich starte an einem Punkt, dann wird entsprechend hier eine Rundtour geplant. Wenn wir es jetzt auswählen, dann sehen wir jetzt hier, ich kann jetzt hier die Distanz hier oben angeben. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage 25 Kilometer und ich möchte jetzt hier in den Osten fahren und dann wähle ich noch einen Startpunkt aus. Zum Beispiel jetzt hier machen wir es äquivalent gleich wie bei Strava. Wählen wir den Bahnhof aus. Der ist hier. So, und dann plant hier mir Garmin eine Rundstrecke von etwa 25 Kilometer mit 742 Höhenmeter und die könnte ich jetzt theoretisch eigentlich direkt anfangen zu fahren, wenn ich möchte. Und dann könnte ich das Ganze noch einen Namen geben, wenn ich zum Beispiel hier auf den Stift gehe und sage einfach Testrunde und dann gehe ich hier einfach auf Speichern, sage neue Strecke speichern und so hätte ich jetzt zum Beispiel meine erste Strecke gespeichert. Da habe ich jetzt eigentlich gar nichts groß gemacht, habe jetzt einfach eine Rundtour gemacht. Das ist jetzt, wenn man ein bisschen, ich sag mal, fauler ist und es nicht machen möchte, kann ich mir zum Beispiel jetzt so eine Strecke planen. Dann kann ich noch sagen, ans Gerät senden, beziehungsweise ihr könnt dann in die App gehen, in die Streckenübersicht und entsprechend die Strecke auswählen und an euer Gerät senden und dann wird das Ganze synchronisiert und dann habt ihr es auf eurem Gerät drauf. Eine weitere Möglichkeit wäre dann die benutzerdefinierte Strecke. Da gehen wir auch wieder auf Mountainbike und sagen hier fortfahren. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir mal in Zwingenberg. Um die ganze Planung zu starten, drücken wir einfach hier mal links auf die Maustaste und dann kriegen wir hier direkt ein Startsymbol bzw. einen Pfeil. Und ich möchte jetzt hier in diesem Fall zum Milibokus hoch. Das ist jetzt der Berg, den wir auch letzt bei Strava hochgefahren sind. Das ist hier dieser Funkturm. Und dann wählen wir entsprechend hier mal das Ziel aus. Und dann wird hier automatisch eine Strecke schon mal hochgeplant. Genau, ich habe jetzt hier Routen nach Beliebtheit ausgewählt. Das heißt, es sucht sich hier die beliebteste Strecke aus. Aber ich habe jetzt hier auch Möglichkeiten, wenn mir das Ganze nicht gefällt. Das ging jetzt zum Beispiel Strava auch nicht. Ich kann mir jetzt einfach hier so Punkte rausziehen, wenn ich sage, ich möchte hier nicht so direkt hochfahren. Ich möchte zum Beispiel hier nochmal auf diese Strecke fahren. Dann wird es hier entsprechend angepasst. Und wenn ich hier nochmal mit der linken Maustaste, also ich fahre über diese Strecke hinüber,
Dann kommt dieser Punkt und dann drücke ich einfach mit der linken Maustaste auf diesen Punkt und dann kann ich das Ganze hier so ziehen. Und dann kann ich das auf eine beliebige Streckenmarkierung ziehen. Und dann wird es entsprechend hier berechnet und entsprechend hoch navigiert. Jetzt habe ich natürlich Google Maps. Ich wollte eigentlich OpenStreetMaps haben. Ja, OpenStreetMaps verwenden. So, und dann sehen wir auch schon den Unterschied. Ich habe jetzt hier nochmal viel mehr Details. Ich habe jetzt den Trail, den war bei Google Maps nämlich nicht dabei. Und dann würde ich jetzt einfach sagen, ich möchte jetzt hier diesen Trail hier runterfahren. Dann sage ich hier einfach mit der linken Maustaste immer wieder draufklicken. Und wir sehen hier wird wunderbar schön dieser Weg direkt ausgemalt. Dann gehen wir hier weiter. Ich mache das einfach jetzt mal willkürlich hier. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel ist ein Trail, den möchte ich hier runterfahren und das hier klappt wunderbar. Und dann will ich hier rüber noch fahren. Man sieht hier, findet er automatisch rüber. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte aber hier runter und da rüber, gehe ich jetzt wieder hier rüber und schiebe das hier entsprechend hin. Und so kann ich mir hier die ganze Strecke planen. Ja, und wenn ich mich dann mal verplant habe, zum Beispiel hier in diesem Punkt oder hier oben, dann kann ich einfach sagen, mit der rechten Maustaste drücke ich drauf, drücke ich auf Löschen und dann springt es zum nächsten Punkt zurück und dann ist die Strecke entsprechend gelöscht. Und dann sage ich jetzt von da einfach auf mal zurück zum Bahnhof. So, und dann bekomme ich jetzt hier entsprechend die Strecke angezeigt. Ja, das weitere Gute an OpenStreetMaps ist auch, dass ich zum Beispiel hier jetzt ein B1 habe und B1 ist die Mountainbike-Strecke, die da ausgeschildert ist. Oder hier nördliche Bergstraße, das ist dieses, ein bisschen mit Hieroglyphen hier, weil es nördlich und mit Ö und so weiter scheint ein amerikanisches Format zu sein, irgendwie Probleme zu verursachen. Entsprechend ist hier, sind beide Wege auch mit drin. Das heißt, man kann sich auch da ein bisschen orientieren, wenn man plant. Wenn man weiß, okay, da sind jetzt Radwege in der Nähe, dann kann ich entsprechend mich auch ein bisschen nach denen orientieren. Ja, jetzt habe ich hier die Strecke gemacht. Ich habe jetzt einmal hier komplett zum Millibokus hoch und dann wieder runter. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel, dass hier der Weg abgeht. Da habe ich vorhin irgendwie beim Plan was nicht gut gemacht. Das können wir einfach noch optimieren. Na, jetzt hat das ja komplett. Dann löschen wir es raus. So, jetzt passt es. Also ich habe jetzt einfach den Punkt hier nach links gezogen, runter, hat er als Endpunkt gesetzt, habe ich jetzt einfach rausgelöscht und dann passt das Ganze. Ich kann auch das Ganze immer hier links rückgängig machen, wenn ich was falsch gemacht habe. So, entsprechend sehen wir jetzt hier meine Informationen. Einmal, dass es hier 11,16 Kilometer sind. Wir haben jetzt 471 Höhenmeter und 469 negative Höhenmeter. Das heißt, also hier um 2 Meter ist es jetzt gerade falsch mit der GPS-Berechnung. Dann habe ich hier das Höhenprofil und ich könnte jetzt hier theoretisch auch den Pace-Rechner nehmen, wenn ich sage, okay, ich fahre im Schnitt 15 Stundenkilometer. Dann kann ich mir direkt hier die Zielzeit ausrechnen lassen, wenn ich jetzt ungefähr weiß, wie schnell ich mit dem Mountainbike berg hoch, berg runter fahre. Und dann bekomme ich hier auch schon direkt angezeigt, dass es 44 Minuten dauert. Und so kann ich jetzt entsprechend hier meine Strecke planen. Jetzt sehen wir natürlich, anders als jetzt bei Strava. Strava hat zum Beispiel schon angezeigt zwischen Asphalt und Schotter. Da wusste ich ungefähr, was für ein Belag ist. Das habe ich hier natürlich gar nicht. Ich sehe jetzt nicht, ist es jetzt hier ein asphaltierter Weg, ist ein Schotterweg, ein Trailweg. Also hier habe ich tatsächlich weniger Informationen als jetzt zum Beispiel bei Strava. Bei Strava habe ich zum Beispiel auch den Vorteil, dass die Segmente dabei sind. Und das finde ich irgendwie schade, dass Garmin das nicht hat, weil Garmin und Strava sind ja miteinander verbunden und da kann man ja auch Segmente auswählen. Da wäre tatsächlich so eine Kooperation ganz toll, so ein bisschen Kartenplanung von Garmin, die Segmente von Strava und auch ein bisschen Beschaffenheiten des Bodenbelags, das wäre eigentlich so die optimale Lage. Finde ich jetzt hier leider nicht. Was ich hier wiederum ganz gut finde, dass ich hier OpenStreetMap drin habe und ein bisschen mehr Details habe, aber auch hier sind die Trails nicht so wirklich beschrieben. Jetzt kann ich dann die ganze Strecke speichern, dann gehen wir einfach auf neue Strecke speichern. Jetzt habe ich das Ganze irgendwie als unbekannt gespeichert, macht aber nichts. Ich habe hier unten 3 Punkte und bei den 3 Punkten kann ich sagen, einmal bearbeiten. Dann sage ich hier Haken, dann gehe ich nochmal auf Änderung speichern und dann ist das Ganze dann als Testrunde gespeichert. Wenn ich jetzt auf die 3 Punkte gehe, habe ich auch die Möglichkeit, die GPX-Datei oder eine FIT-Datei herunterzuladen. Auch hier kann ich die Strecke duplizieren und dann nochmal bearbeiten und modifizieren und mir dann eine entsprechend aussuchen. Dann habe ich noch die Möglichkeit, dass ich die Strecke weitergeben kann. Also ich kann die jetzt jemandem schicken und sagen, hier ist der Link zu dem Ganzen. Ich könnte die auch nochmal einbinden und dann bekomme ich hier schon mal ein Auswahlfenster, wie das Ganze aussehen würde. Also wenn ich jetzt eine Webseite habe oder ein Forum oder so weiter, könnte ich das Ganze auch mit einbinden. Ich kann das Ganze dann in meine Favoriten hinzufügen, dann bekomme ich die ganz oben angezeigt in meiner Liste. Ja, wenn ich jetzt
später nochmal hinzukommen und die Strecke sehen möchte, kann ich einfach hier auf Strecken gehen und kann mir hier das Ganze nochmal entsprechend anschauen, kann es noch auf die Favoriten setzen und kann das entsprechend auch nochmal bearbeiten, beziehungsweise hier sagen, an Gerät senden. Dann kann ich hier mein entsprechendes Gerät auswählen, an das ich senden möchte. Das wäre jetzt direkt über den PC, Garmin Express oder wie gesagt halt dann entsprechend über die App. Ja, ich hoffe, der kleine Einblick hat euch ein bisschen geholfen. Ihr habt jetzt mal gesehen, wie so eine Routenplanung aussieht bei Garmin Connect. Es ist jetzt, wie gesagt, nichts Spektakuläres. Es ist rudimentär, es erfüllt seinen Zweck. Was ich schön finde, ist, dass man tatsächlich auch Strecken entdecken kann. Also man kann einfach gucken, was ist da schon in der Region geplant worden, gerade wenn ihr neu seid. Das Ganze geht für Laufen, Rennradfahren, Mountainbiken. Für Gravel gibt es leider hier zumindest in meiner Region jetzt nicht so viel. Ich glaube, eine einzige Strecke und die war sogar von mir. Und ja, ich finde es für einen Einstieg nicht schlecht. Dafür, dass es kostenlos ist, finde ich es sehr solide. Man muss ja immer betrachten, ja, was habe ich bezahlt dafür. Wie gesagt, andere Programme, wo ich bezahle, da habe ich dann eine höhere Erwartung. Hier ist für mich dann in Ordnung, weil ich ja nicht wirklich direkt was bezahlt habe. Und ja, dafür hat es einen guten Zweck. Und die Heatmaps helfen euch auch ein bisschen, euch zu orientieren, wo wird viel gefahren. Gerade wenn ihr fremd seid in der Gegend, könnt euch da ein bisschen danach orientieren, was schön ist, weil das Ganze wird dann auch farblich extrem gekennzeichnet. Das heißt, wenn ich jetzt starkes Lila habe, bedeutet das, dass es auch stark frequentierte Strecke ist. Wenn es natürlich nicht gerade eine Pendelstrecke ist, das wäre natürlich jetzt nicht so schön, aber gerade im Wald kann man davon ausgehen, dass es keine Pendelstrecke ist und dass es doch schöne Ecken sind. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Lasst auch gerne einen Kommentar da, ob ihr Garmin Connect Planung überhaupt nutzt oder tatsächlich auch Garmin Basecamp. Das ist nochmal ein anderes Tool, wo man mitplanen kann, was eure Vor- und Nachteile sind. Ich möchte mir das Basecamp mal selber anschauen. Wenn ihr weiterhin interessante Themen rund um Garmin-Uhren, Tutorials und andere Softwarelösungen sehen möchtet, dann lasst doch auch gerne ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch wiederzusehen. Ansonsten bleibt gesund, habt viel Spaß. Vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal.